give me a kiss to build a dream on. Unser Abenteuer beginnt mit einem Vorstellungsfilm der Firma Vault-Tec und der verstörenden dreidimensionalen Version ihres Maskottchens Vault-Boy. Zugegeben, nicht halb so verstörend wie diese Szene. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Doch einigen dieser Bunkerbewohner ergeht es besser, speziell jenen von Bunker 13, die vor einigen Generationen von einer von ihnen gerettet wurden, die als Dank dafür vom zuständigen Aufseher ins Ödland verbannt wird. Natürlich nicht ohne ihren eigenen Dank für diese Behandlung zu hinterlassen. Doch die Bewohner von Vault 13 hören von dieser Ungerechtigkeit und einige beschließen, die Sicherheit ihres Zuhauses zu verlassen und sich ihr anzuschließen. So entsteht weiter nördlich die Siedlung Arroyo und die Heldin wird nicht nur zum Anführer, sondern zur Legende, beinahe zum Gott, der noch von den Enkeln dieser ersten Generation angebetet wird. Die Enkelin der Heldin persönlich hingegen tut sich schwer mit der Verteilung ihrer Statuswerte nach der mittelschweren Katastrophe, die ihr vom Spieldurchlauf ihrer Vorfahren überliefert wurde. Doch die Welt hatte sich seither weiterentwickelt, die Technik war besser geworden, Fehler ausgemerzt. Pustekuchen, alles ist so wie vorher und ich mache dieselben verdammten Fehler. Letztlich opfert die neue Heldin ein wenig Ausdauer, um ein ziemlich durchschnittlicher Mensch zu sein, der aber zumindest mit seiner Intelligenz und seinem Charisma alle überflügelt. Denn kämpfen? Nicht so ihr Ding. Die Ironie des Schicksals will es, dass Menschen um dich herum gewaltsam sterben und du immer Zeuge eines besonders grausamen Todes wirst. Das hingegen ist voll ihr Ding, wird sofort angeklickt. Außerdem müssen charismatische Menschen natürlich redegewandt sein. Es ist immer nützlich, wenn verschlossene Türen kein Hindernis darstellen, wenn man mechanisch versiert ist, denn im Ödland ist immer irgendetwas defekt. Und wenn man mit Nahkampfwaffen umgehen kann, da Munition ja auch erst einmal gefunden werden muss. Spielschwierigkeit? Normal. Kampfschwierigkeit? Weichei. Grad der Gewalt? Maximal! Ein trauriger Witz, da auch das der deutschen Zensur zum Opfer fällt und ich der Beschreibung nach nicht mehr als die Minimaleinstellungen vorgesetzt bekomme. Okay, widerwillig bereit. Komm herein, auserwähltes Wesen. Es gibt ein paar Dinge, die du wissen musst. Auserwähltes Wesen. The Chosen One. Hier beginnt bereits die äußerst fragwürdige deutsche Übersetzung, über die wir noch häufig stolpern werden. Essentiell unterscheidet sich unsere Mission nicht sehr von jener unseres Vorfahren. Der musste einen Wasserchip suchen, um das Überleben seines Volkes zu sichern. Wir suchen nach einem Geek. Ha! Schön, wenn es so einfach wäre. Ein Garten-Eden-Erstellungskit soll die Technik beinhalten, Leben ins Ödland zurückzubringen und das sterbende Land von Arroyo zu retten. Doch um mit dieser wichtigen Aufgabe betraut werden zu dürfen, gilt es zunächst die Prüfung im Tempel der Erprobung zu bewältigen, bei dem es sich scheinbar um ein TikTok-Video handelt. Das wäre wirklich eine harte Prüfung. Der Tempel ist überrannt von Ameisen, mit denen wir uns boxen dürfen, bevor die Heldin bemerkt, dass sie auch einen Speer mit sich führt, der aufgrund seiner höheren Aktionspunkte im Kampf aber nicht wirklich die wirkungsvollere Variante ist, Blut zu vergießen. Am sinnvollsten ist tatsächlich und etwas mühsam, einmal zuzuschlagen und sich dann mit seinen restlichen Aktionspunkten zurückzuziehen, sodass der Gegner seine Punkte für die Verfolgung verbrauchen muss und nicht mehr angreifen kann. Spart das Heilpuder vom Sandmann, das man in irgendwelchen Töpfen findet. Ist halt nur ärgerlich, wenn du verfehlt. Oh Junge. Fast so schön wie hochgestellter Teller für Raised Plate. Bodenplatte, nicht Teller. Aber um in diesen Lokalisierungsgenuss zu kommen, müssen wir zunächst auf die andere Seite der Tür kommen. Und während ich wie blöde nach versteckten Schaltern in all diesen überflüssigen Räumen und Gängen suche, vergesse ich doch glatt die Eigenheit dieser 90er Games und muss erst in meinem Skilldex die Fähigkeit Öffnen auswählen, um damit eine Tür zu öffnen. So viel zur Weiterentwicklung der Technik. Fallout 2 ist am Ende des Tages nichts weiter als ein Fallout 1 Add-on, dessen einzige technische Weiterentwicklung es ist, dass man seine Begleiter um ein Feld aus dem Weg schubsen kann. Was besonders großartig ist, wenn sie einen ellenlangen Flur blockieren oder gleich 4 davon den Durchgang verstopfen und man nicht genug schieben kann, um dieses Problem zu lösen.
Auch die zweite Erprobungskammer im Tempel lässt mich verhungern, weil man diese Tür nicht mal mit seinen Skills öffnen kann. Es dauert etwas, bis ich mich daran erinnere, dass ich kurz zuvor in einer Vase ja gefühlt vollkommen willkürlich Plastiksprengstoff gefunden habe. Ein tief sitzendes Trauma aus Fallout 1. Doch glücklicherweise gibt es doch noch die eine oder andere technische Verbesserung und so wird der aktivierte Sprengstoff ganz von alleine fallen gelassen. Als abschließende Prüfung des Tempels wartet dann noch ein muskulöser Stammeskrieger, der mich arme, schmächtige Frau, die auf Intelligenz gelevelt hat, zu einem Faustkampf herausfordert. Vielmehr wird es aber zu einem Gedulds- und Grammatikkampf, dominiert von "Du verfehlt" und "Du wurden getroffen". Es ist immerhin offensichtlich, dass der Kollege hier nicht nur ebenso kurzsichtig ist wie ich, sondern definitiv nicht auf Intelligenz gelevelt hat. Die Beleidigung "Ich werde deinen Stamm entehren" ist genauso clever, wie wenn mein Bruder mir an den Kopf werfen würde, dass meine Mutter dumm ist. Nach 13 Minuten nimmt er dann Reis aus und ich stelle mir zu der Szene passende Soundeffekte vor. Bevor ich das finale Tor durchschreite und den geräucherten Overall meines Vorfahren entdecke. Durchgeschwitzt, vollgeblutet und Jahrzehnte abgehangen. Genau das richtige Outfit zum Überwerfen. Herzlichen Glückwunsch, auserwähltes Wesen. Bist du bereit für deine Aufgabe? Dafür, dass der ehemalige Vault-Bewohner das gesamte Handbuch des Spiels als Überlebenshilfe geschrieben hat, bin ich etwas fassungslos darüber, selbst herausfinden zu müssen, wo sich Vault 13 und somit das Geek befindet. Nachdem meine erste Nebenmission im Dorf gleich richtig rund läuft, Ruhe in Frieden, auserwähltes Wesen. mache ich mich auf den Weg durchs Ödland in die nächste Stadt, Klamat. Ein Besoffener begrüßt mich, weshalb ich auch in seinem Dialekt antworte. Mein Name ist Lord Vielen Dank. Ich spieße 2 Viehdiebe auf, freunde mich mit dem örtlichen Straßenköter an und loote sämtliche Gebäude, bis ich mir endlich Mad Max Lederjacke leisten kann und bei Vic zu Hause ein altes Radio finde. Außerdem lerne ich Sulik kennen, der mit dem Knochen seiner Vorfahren kommunizieren kann, weshalb er sich den seines Großvaters auch direkt durch die Nase geschlagen hat. In einem anderen Stadtteil leben die Trapper, professionelle Fallensteller und Jäger, mit denen ich mich über die besten Rattenrezepte austausche, bevor ich in Erfahrung bringe, dass sie unter einer wahren Nagetierplage leiden. Menschen verschwinden sogar und Gerüchte machen die Runde, dass das Ungeziefer von einem Rattengott befehligt wird. Ich lerne noch, dass alte Tierköttel lange nicht so gut schmecken wie frische, bevor ich dieser sakralen Legende nachgehe. Aber nicht, um mich sofort zu heilen. Dafür muss man nichts weiter tun, als sich an einem sicheren Ort auszuruhen. Dummerweise gefühlt in Echtzeit. Das dauert länger als die Prozedur in einem Pokécenter. Mit derselben todesmutigen Taktik aus dem Tempel säubere ich die alten Ruinen von Ratten, die den Zugang zu einem Höhlensystem bewachen, in dem noch mehr von diesen Mistviechern lauern. Genug für einen Levelaufstieg, der mir einen zusätzlichen Bonus gewährt. Zusätzliche 5% Erfahrungspunkte bei jedem Levelaufstieg klingen am attraktivsten für mich. Weit attraktiver auf jeden Fall als die angriffslustigen Maulwurfsratten tiefer in der Mine, deren Angreifen doch tatsächlich den Rattengott heraufbeschwört. Ein besonders hässliches Exemplar mit einem mutierten Gehirn, das mit Ausrufen wie König, deine Weichteile essen, der menschlichen Sprache genauso mächtig ist wie mein Informationsfenster. Dein Dorf ist verloren und seine Einwohner erleiden den Hungertod. Dann hätten Sie vielleicht mitkommen sollen, um mir zu helfen, wenn es so dringlich war. Stattdessen verlagere ich den Kampf vor eine Leiter und entschwinde immer kurz zum Heilen, wenn es brenzlig wird. Mich so durch den nächsten Boss mogelnd lande ich vor einer alten Wellblechtür, die sich weder mit meinen Dietrich-Fähigkeiten noch mit einem Brecheisen öffnen lässt. Also streife ich ziellos hin und her durch die Schächte, bis mir die Lehren des Tempels wieder einfallen. Und ich mich am liebsten dafür schlagen möchte, dass ich nicht sofort geschaltet habe, wofür das Dynamit gut sein sollte, das in einem Regal buchstäblich neben der Tür platziert war. Das ist so, als würde man den Haustürschlüssel unter der Fußmatte verstecken. Wieder verstrahltes Tageslicht auf der Haut spürend, finde ich in einem alten Auto eine Benzinspritzanlage, die noch funktionstüchtig aussieht. Davon abgesehen war das Ganze aber eine reine XP-Farming-Aktion. Genau wie das darauf folgende Auslöschen der Gecko-Jagdgründe.
Auf der Suche nach Vic, einem Händler, der unserem Dorf einst eine Trinkflasche mit Volt 13 Aufdruck verkauft hatte, komme ich so nach Den, einer heruntergekommenen Stadt voller Verbrecher, Jet-Junkies und Analphabeten. Becky ist eine Prostituierte und ihre Getränke sind verdünnt. Vic befindet sich offenbar in der Hand des örtlichen Sklavenhändlers Metzger. Doch bevor ich dem einen Besuch abstatte, schaue ich mir den Schrottplatz an und erblicke ein Fahrzeug, das mir bekannt vorkommt. Ein Chrysalis Motors Highwayman. Es gehört Smitty und ist nicht fahrtauglich. Benötigt einen Treibstoffzellencontroller. Zufällig erkennt er das von mir in Klamath gefundene Teil als Treibstoffzellencontroller. Yay! Dummerweise dreht sich der Dialog mit ihm ein wenig im Kreis und ich nehme an, dass ich zunächst die $2000 zusammenkratzen muss, die er für das Auto haben möchte. Schade. Das wäre mal was gewesen. Da ich clever und charismatisch bin, kann ich mich in der Sklavenhändlergilde an der Wache vorbeiquatschen und Vic entdecken, der für Metzger ein Radio reparieren soll. Ein Radio, mit dem man Übertragungen der Enklave belauschen können soll. Das erste Mal, dass ich über diesen Namen stolpere. Dafür benötigt er passende Ersatzteile, wie ein altes Radio, das er in seinem Haus in Klamath aufbewahrt. Vic, alter Junge, du hast verdammtes Glück, dass ich so ein gründlicher Looter bin und deine gesamten Besitztümer bereits in weiser Voraussicht an mich genommen habe. Hier hast du... einen Moment. Hey, wo zum Geier ist das Radio? Einfach weg. Ich fass es nicht. Mit Metzger lässt sich auch nicht verhandeln und mich bei ihm einschleusen steht gar nicht zur Debatte, weil seine Leute sich die Stirn tätowieren müssen. Weißt du, wie viele Leute ich in diesem Abenteuer noch vernaschen muss? Ich kann diese Offenbarung hier unmöglich verschandeln. Ich klappere alle Händler der Stadt erneut ab, doch scheinbar habe ich das gute Stück auch nicht versehentlich verkauft. Ich gehe sogar nach Klamath zurück, um erneut in Vics Haus zu schauen und auch die Händler hier zu überprüfen, aber nichts. Kein Wunder, das ist wohl ein sehr verbreiteter Bug im Spiel. Einer von viel zu vielen, die wir heute noch kennenlernen werden. Ein Grund können die diebischen Kinder in Den sein, die für die deutsche Version nur dummerweise entfernt wurden. Und den Händler, dem sie üblicherweise ihr Diebesgut bringen, hatte ich bereits überprüft. Entsprechend muss ich also entweder einen alten Spielstand neu laden oder auf diesen einfachen Lösungsweg verzichten. Fallout-Veteranen online tun das Ganze als belanglos ab. Ich hab Metzger unbewaffnet auf Level 2 erledigt. Na, wenn das so ist? Du bist gestorben. Du elender Schulhofschwätzer! Und dein Vater arbeitet bestimmt bei Interplay, ne? Stattdessen widme ich mich also den zahlreichen Problemen der Stadtbewohner, die Geld eintreiben müssen, Bücher vermissen oder sich fragen, warum die andere Bar ihren Alkohol so günstig anbieten kann. Gefährlich wird es lediglich, als ich Lara dabei helfen soll, Metzgers engagierte Söldner auszuschalten, um ihren Platz einzunehmen. Laut ihr muss ich mich nicht einmal beteiligen. Dummerweise führt daran kein Weg vorbei, denn die Flaschen bringen alle nicht genug Munition mit und sind so gut gepanzert, dass die zwangsläufig darauf folgenden Schläge und Tritte keinen Schaden verursachen. Nach einer halben Stunde mühsamen Herumtanzens sind die Söldner dann endlich erledigt. Die Mission aber komischerweise noch nicht beendet. Stattdessen beginnen Lara und ihre Leute auch noch Zivilisten in Mams Restaurant anzugreifen, was mir dann doch etwas zu weit geht. Wer weiß, wofür ich die noch gebrauchen kann? Hier also an mein Limit stoßend beschließe ich nach Bunkerstadt im fernen Osten zu ziehen, von der ich in Den gehört hatte. Es ist ein langer, beschwerlicher Weg, der mich mit einer lachhaften Menge an Gegnern bewirft, vor denen ich fliehen muss. Doch andere Begegnungen sind noch beunruhigender und würden mich viel später erneut heimsuchen. Speichert euch speziell den großen hier in eurem Kurzzeitgedächtnis ab. Bevor ich Bunkerstadt am Horizont ausmachen kann, stolpere ich noch in ein kleines Farmerdorf namens Modok hinein, deren Bewohner aufgrund schlechter Ernten zunehmend verzweifeln. So komme ich mit dem Gemischtwarenhändler ins Gespräch, der mir Informationen übers Geek verspricht, wenn ich eine verfluchte Farm untersuche, auf der es spuken soll und die einen ihrer Leute verschluckt hatte. Doch bevor ich dem nachgehe, unterhalte ich mich noch mit dem örtlichen Metzger, der Hilfe mit einem Wolfsrudel braucht. Kann ich verstehen, die brauche ich offenkundig auch. Und weil er mich in so eine Gefahr hinausschickt, schlafe ich mit seiner Tochter. Doch die Nacht ist noch jung, also statte ich der Geisterfarm einen Besuch ab und wie beschrieben ist alles mit furchtbar entstellten Leichen dekoriert, die sich bei näherer Betrachtung allerdings als Fälschungen entpuppen. Auch die gesichteten Geister lassen sich erklären, wenn man bis Mitternacht verharrte. Leuchtende Ghule, die das Feld beackern.
Doch nicht nur sie, sondern auch eine Reihe von bewaffneten Soldaten, die mich festnehmen und in ihr unterirdisches Hauptquartier verschleppen. Es handelt sich um das friedliche Volk der Schlacken, das bereits seit Generationen in den Höhlen lebt, doch nun gezwungen wird, sich aufgrund fehlender Medikamente zu offenbaren und eine Handelsroute zum Modok aufzubauen. Ich darf vermitteln. Ein paar Erfahrungspunkte für so kurze Laufwege und ganz ohne Monster. Ich bin dabei, Bruder! Ich kann Modok überzeugen, doch die Informationen über das Geek waren natürlich eine verzweifelte Lüge, was mich wieder zu Null zurückwirft. Nun ja, nicht ganz, denn nachdem ich mich über seine Tochter hergemacht habe, entdeckt der Metzger uns, obwohl er zugeben muss, dass es ihn ein bisschen anmacht, 2 Frauen so zusammen zu sehen, muss er uns nun beide aus dem Haus schmeißen. Vielmehr, ihr beide müsst heiraten und dann abhauen. Bitte was? Moment! Ehe ich mich versehe, entdecke ich den Nutzen des mysteriösen Gebäudes in der Stadtmitte und ohne eine Wahl zu haben, werden Miria und ich vermählt. Und so komme ich zu meiner ersten Begleiterin. Doch die Frage bleibt, was machen wir jetzt, Liebling? Nun ja, erst einmal hebe ich einzeln mein Inventar vom Schlafzimmerfußboden auf, nachdem Miriam mir am Abend zuvor buchstäblich die Kleider vom Leib gerissen hatte. Doch auch mit Begleitung und den ganzen Sidequests, die ich hinter mich gebracht habe, merke ich schnell das alte Fallout 1 Leiden. Wenn's nicht gerade Ameisen, Ratten oder Maulwürfe sind, bin ich keiner einzigen Auseinandersetzung gewachsen und darf Mal um Mal im Kugelhagel Reißaus nehmen. Und dabei hielt ich mich schon clever, dieses Mal im Vorfeld die Anleitung durchzulesen. Ein ermutigendes Vorhaben, wenn dich nicht weniger als 166 Seiten erwarten und dir der Spielstart erst auf Seite 17 erklärt wird. Notizen zu lesen wie für NPCs siehe Seite 85 machen mich ungefähr so fassungslos wie die Anforderungen des Spiels, eine 100% Microsoft-kompatible Maus nutzen zu müssen. Eine nette Aufmachung hat die Anleitung aber schon, da sie, wie zuvor erwähnt, vermeintlich vom ursprünglichen Vault-Bewohner geschrieben wurde, der darin auch seine gesamte Geschichte des ersten Teils rekapituliert. Hier fiel Dogmeat, Opfer eines mächtigen Energiefeldes. Als wäre es vom Spiel vorgesehen gewesen, dass der Hund hier seine tierischen Instinkte verliert. Am Ende der Lektüre muss ich aber leider sagen, dass sie nicht sonderlich hilfreich ist. Vor allem mit Beschreibungen wie dieser hier zum Glück wert. Er deckt überhaupt nichts ab. Ein bisschen von allem und alles. Gleichzeitig. Aber es hat ein paar amüsante Momente, wie diese Empfehlung an Eltern, ihr Kind nicht vor die Tür zu setzen, wenn sie entdecken, dass ihre Kleinen das Spiel unerlaubterweise auf ihren herkömmlichen, für Erwachsene ausgelegten Einstellungen spielen. Das wäre unhöflich. Also flieht das junge Ehepaar bis nach Bunkerstadt, das mit seinen hohen Drahtzäunen und den bedrohlichen Geschütztürmen alles andere als einladend aussieht. Auch wenn Steve es als schönsten Ort in Neukalifornien vorstellt. Aber Steve ist eher ein Idiot. Die Bewohner im näheren Umkreis sind deutlich weniger angetan. Der Kerl hier liegt stöhnend und nicht ansprechbar auf dem Boden. Und der Barbesitzer ist immer noch sauer wegen der x-ten Razzia samt Sachbeschädigung, Inhaftierung seiner Kunden und Bußgeld. Angesichts dieser Umstände ist es keine große Sache, ihn trotz seiner Herzleiden zum Mitkommen zu überreden. Lasst uns alle Cassidy in der Gruppe willkommen heißen. Hallo Cassidy! Cassidy ist übrigens nicht nur nach einer Vorkriegs-Comicfigur namens Prosineus Cassidy aus Preacher benannt, sondern auch der Vater von Cass, die man als Begleiter in New Vegas anheuern kann. Nobody's dick's that long. Not even Long Dick Johnson, and he had a fucking long dick. Das Ganze hier ist aber natürlich nicht die eigentliche wundervolle Bunkerstadt. Die befindet sich hinter diesen Marmormauern und wird streng bewacht. Nur tatsächliche Bewohner haben Eintritt. Um einer zu werden, kann man entweder einen Bürgertest ablegen oder man kann sich bei Skeeve für $200 einen gefälschten machen lassen. Das vermassel ich mir aber, als ich ihn um $300 erpresse. Im Gespräch mit Wallace im Zollamt ergibt sich aber noch eine Möglichkeit. Auch Karawanen erhalten mit ihren Warenlieferungen Einlass. 3 Orte beliefern Bunkerstadt und da ich mich der Sklavengilde mit ihrer Stirnsabotage nicht anschließen möchte, bleiben nur noch die Eisenerzlieferungen aus Redding oder das Uran aus Broken Hills. Die Stadt wird zwar auch noch von Gangstern bedroht, aber angesichts meiner Kampferfolge lassen wir diese Option mal ganz außen vor. Es hilft also alles nichts, wir müssen wieder los. Immerhin nun zu dritt. Meine Liste potenzieller Ziele wächst zunehmend, doch die nahen sind stets attraktiver, weil man auf dem Weg nicht so vielen Feinden begegnen kann. So entdecke ich Gecko, eine von Ghoulen bewohnte Siedlung vor einem Kernkraftwerk. Der wahnsinnige Barkeeper spielt den ganzen Tag nur sein Kartenspiel
Tragic the Garnering, aber Lenny ist ein interessanter Zeitgenosse, der aus Necropolis stammt, wo er sich seither Vorwürfe darüber macht, den ursprünglichen Vault-Bewohner nicht auf seinem Abenteuer begleitet zu haben, der erst die Ghule und dann die Welt gerettet hatte. Dann komm doch mit mir! Mein Gott! Ich habe nicht erwartet, dass es so schnell so kuschelig mit uns allen wird. Lenny soll nicht nur ein ganz passabler Arzt sein, er war auch bis zu meiner Ankunft der Assistent von Siedlungsleiter Harold. Moment, Harold? Oh hey, ist das der kleine Bob, der da aus deinem Kopf wächst? Niedlich. Die Ghule jedenfalls haben eine Reihe von Problemen und die beiden größten sind die feindlich gesonnenen Bewohner von Bunkerstadt, sowie das nicht ordentlich funktionierende Kraftwerk, das das Grundwasser vergiftet. Das bedeutet, dass jeder, der das Wasser trinkt, zum Pinkeln im Dunkeln kein Licht mehr braucht. Tiefer in der Siedlung finde ich noch eine kleine Sekte von Ghoulen, die eine intelligente Maulwurfsratte anbeten, die bei meiner Ankunft um ihren einzigen, kürzlich verstorbenen und leicht wahnsinnigen Verwandten trauert. Oh oh. Die clevere Ratte jedenfalls hat einen Wirtschaftsbericht vorbereitet, der den Leuten in Bunkerstadt die Vorteile eines funktionierenden Kraftwerks aufzeigen soll, um sie so zur Mithilfe zu animieren. Die Maulwurfsratte gibt mir das Erkennungszeichen der Sekte mit, macht mich zum Ehrenmitglied und freut sich schon auf die anstehende Weltherrschaft. Im Klartext, Zeit zu gehen. Doch wir können natürlich nicht abreisen, ohne vorher selbst einen Blick ins Kraftwerk zu werfen. Ich klaue mir die nötigen Zugangskarten zusammen und ehe ich mich versehe, stehe ich schon vor dem Hauptrechner des Reaktors und fummel daran herum. Hab ja nicht umsonst auf Wissenschaft gelevelt. Es dauert einige Neustarts, doch beim Durchforsten der Daten stolpere ich schon wieder über diesen Namen. Enklave. Der Menüpunkt Bunkerforschungskontrolle macht mich neugierig, also... Enklave hier. Warum funktioniert deine Videoübertragung nicht? Oh oh. Hier spricht die Enklave Hauptkommando, aber das solltest du eigentlich wissen. Wer bist du? Ehrlich, währt am längsten? Das auserwählte Wesen, was? Verzeiht, dass ich nicht vor euch auf die Knie falle, aber für so einen Scheiß habe ich im Moment keine Zeit. Ich orte dich gerade. Wollen doch mal sehen, wie klug du bist, wenn dir der gesamte Sicherheitsstab auf den Fersen ist. Egal wer du bist, ich habe dir jedenfalls gerade eine Sturmtruppe auf den Hals gehetzt. Leute, lasst euch nichts anmerken, aber bewegt euch zügigen Schrittes zum Ausgang. Um unsere Spuren zu verwischen, rennen wir möglichst weit weg nach Broken Hills. Oder wie einige Beteiligte es übersetzt haben, gebrochene Hügel. Auf dem Weg finden wir uns in einer Auseinandersetzung zwischen einer Karawane und Gangstern wieder, die sich gegenseitig niedermähen, uns aber vollkommen ignorieren. Perfekt, um zwischen fliegenden Kugeln ausblutende Leichen zu looten, die man sich nicht selbst verdient hat. Ich entdecke auch den geheimen Unterschlupf der Raider genannten Gangster. Wenn ich jetzt so zurückblickend darüber nachdenke, wahrscheinlich der Ort, nach dem Wallace auf der Suche ist. Die Höhle ist dummerweise dermaßen mit Minen vollgestopft, dass es zum Trial-and-Error-Prinzip wird, den sicheren Weg durchs Labyrinth zu finden. Und dann noch zu vermeiden, durch den brüchigen Boden in den Skorpionenkeller zu fallen. Alle Mühe aber völlig umsonst, da ich die Tür nicht geknackt kriege. Was angesichts all der bewaffneten Verbrecher darin wohl das Beste ist. In gebrochene Hügel ist wieder etwas mehr los. Zuallererst bringe ich die teure gelootete Minigun in den Laden und tausche sie gegen 2 vernünftige Rüstungen, für mich und mein Team, bevor ich mich mit der Situation arrangiere, dass Supermutanten hier friedlich mit Menschen zusammenzuleben scheinen. Doch trotzdem haben sie eine Reihe von Problemen, denen ich mich widme, nachdem ich unter der Erde Gegner nach meiner Kragenweite platt mache. Was immer noch nur Ameisen sind. Das schwerwiegendste Problem ist die defekte Belüftungsanlage in der Uranmine, die Ersatzteile aus New Renault erfordert. Das ist aber definitiv nicht das Interessanteste. Dieser Preis geht an die sprechende Pflanze, die mich zu sich ruft, weil sie einen besseren Aufenthaltsort mit aktiveren Gesprächspartnern sucht. Dicht gefolgt wird sie von dem Professor, der intelligenzsteigernde Mittel entwickelt und sie an einem Skorpion ausprobiert, der nicht verkraftet, dass ich ihn in einem Schachduell besiege. Marcus derweil ist so etwas wie der Sheriff oder Bürgermeister von Broken Hills. Eine Karriere, die erhalten bleibt, als er während der Ereignisse von New Vegas die Regierung von Jacobstown übernimmt. Ich kann mich jedoch nicht länger mit den Problemen seiner Stadt befassen, da sich die Karawane aufmacht, um nach Bunkerstadt zu reisen. Da das lediglich an bestimmten Tagen im Monat passiert, ziehe ich es vor, nicht länger zu trödeln. Nur noch schnell für $100 den Brahmin-Stall ausmisten, denn das Geld zumindest stinkt ja nicht. Auf unserer Reise zurück nach Norden muss ich feststellen, dass das Karawanenleben höchst gefährlich ist und man ständig überfallen wird. Zum Glück sind die Karawanenmitarbeiter,
also die anderen neben mir, gut ausgerüstet und erledigen die meiste Arbeit, sodass ich am Ende nur das Schlachtfeld durchschlendern und die materiellen Überreste aufsammeln muss. Zum Glück habe ich nun 3 Packesel an meiner Seite, die mir tragen helfen. Kurz vor Bunkerstadt führt dieses Vorschicken der anderen dummerweise zum Tod des Karawanenmeisters, was zu einem weiteren sehr verbreiteten Bug führt, der echt meine Zähne knirschen ließ. Stirbt nämlich besagter Meister, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Karawane einfach abbricht. Sie bringt dich nicht ins Innere von Bunkerstadt und du wirst auch nicht für deine harte Arbeit bezahlt. Das macht den ursprünglichen Grund für unsere Reise nach Broken Hills, ebenso wie diese Rückkehr hierhin, also vollkommen sinnlos. Was mich noch vor ein weiteres, weitaus furchtbareres Problem stellt: niemand hat genug Kohle, um meinen ganzen Loot abzukaufen. Also bleibt mir nichts anderes übrig, als alles hier in der Obhut von Harolds Windschief im Regal zu hinterlassen. Die anderen Ghule werden wissen wollen, wer sein Innenarchitekt ist. Darauf möchte ich wetten. Ich bin auch sehr beruhigt, dass die Drohungen der Enklave nur Schall und Rauch waren. Hatte schon befürchtet, hier auf einem Friedhof zurückzukehren. Na gut, da die Sklavenkarawane raus ist und die von Broken Hills auch nicht funktioniert hat, bleibt uns noch Redding als Option offen. Vom Casino-Besitzer Ascorti lasse ich mir eine monsterbefallene Mine andrehen und da er keine Minigun als Zahlungsmittel annimmt, kostet mich das satte $1000. Gerade als ich genug für ein Auto zusammen hatte. Redding selber leidet unter einer flächendeckenden Jetsucht, die die Minenarbeiter verlangsamt, wenn nicht sogar komplett stoppt. Eine clevere Taktik der Mafia von New Reno, die die Drogen herstellen und Redding so abhängig von ihnen machen wollen, um sich deren Goldvorräte zu sichern. Gold, hinter dem auch Bunkerstadt sowie die NKR her ist, die neue kalifornische Republik. Bunkerstadt ist auch ein gutes Stichwort. Dummerweise sind die Karawanen dorthin hier noch seltener und starten nur an einem Tag im Monat, einem noch weit entfernten Tag. Entsprechend sehe ich mich noch etwas um und entdecke das geniale Geschäftsmodell von Josh: eine Bar mit einem Beerdigungsinstitut zu verbinden, sodass die Bergarbeiter sich glücklich schätzen, noch saufen zu können. Die werden nämlich des Öfteren Opfer gefährlicher Kreaturen, die vom Friedhof aus in die Stadt kommen. Ein Friedhof, der ein unterirdisches Tunnelsystem verbirgt, das zahlreiche XP-spendende Maulwurfsratten beherbergt. Allerdings auch sogenannte Vanamingos, denen weder ich noch meine kleine Armee von frisch ausgestatteten Kumpanen gewachsen sind. Zu dumm, weil das hier wahrscheinlich auch die Mine ist, die ich käuflich erworben habe. Verzweifelt nach einem Weg suchen, stärker zu werden, gehe ich zurück nach Dan und versuche mein Glück erneut bei Metzger. Hab aber immer noch keine Schnitte gegen seine Leute. Hätte ich's mal unbewaffnet auf Level 2 versucht. Eine weitere offene Nebenmission ist der in den Gifthöhlen verschollene Trapper Smiley. Den Geckos hier drin fühle ich mich inzwischen gewachsen, dem radioaktiven Schleim hingegen weniger. Nimmt man etwas Schaden in Kauf, kann man in diesem Spind zwar schützende Gummistiefel finden, doch da auch die irgendwann plötzlich verschwunden sind, lösen sie sich wohl mit Gebrauch ab. Oder vielmehr auf. Hilfreich ist hierbei natürlich auch nicht, dass meine Begleiter mir unentwegt und vollkommen kopflos folgen. Cassidy und Lenny kann ich zum Warten verdammen. Die Liebe meiner Ehefrau Miria ist dummerweise so groß, dass sie sich dahingehend weigert. Ein ehelicher Ungehorsam, den die Klette mit ihrem Leben bezahlt. Ich bin wieder Single! Wünschte nur, ich hätte nicht vergessen, sie zu looten. Hier hinten jedenfalls, bei diesem geheimnisvollen, von mir nicht zu öffnenden Aufzug, hat sich Smiley verschanzt, der froh über meine Eskorte ist. An Mirias Leiche vorbeihuschend, sammle ich meine nützlicheren Begleiter ein und verschwinde nach draußen, wo mich diese Schönheit in einer Vision überrumpelt. Auserwähltes Wesen, unsere Ernte ist schlecht. Unsere Reserven sind fast erschöpft. Komm mit dem Kek zu uns zurück. Dein Scheitern ist unser Untergang. Meiner Meinung nach ist ja eher euer Nichtstun euer Untergang. Aber ich kann gerade nicht. Muss schließlich um eine gerade verstorbene Frau trauern. All der Loot. Ich kehre schließlich nach Redding zurück, um den Karawanenplan wieder aufzunehmen, nur um festzustellen, dass ich den einen Tag wieder genau verpasst hatte. Also stehe ich einen Monat wie angewurzelt an der Stelle und warte, nur damit mich der Karawanenjob instant nach Bunkerstadt befördert, ohne Karawane und erneut ohne Bezahlung.
Wow! Dafür, dass man dieses Spielelement in 3 verschiedenen Städten starten kann, hat man der Funktionsfähigkeit wirklich viel Aufmerksamkeit gewidmet. In meiner Verzweiflung rede ich erneut mit Wallace und entdecke eine neue Dialogoption, die mich mit einem Tagesausweis ins Innere der Stadt schickt, um dem Stadtrat Bericht über die Situation in Reading zu erstatten. Viele Wege führen nach Bunkerstadt. Ich muss Lenny erneut stehen lassen, weil die hochnäsigen Bewohner ja keine Mutanten mögen, verhandle die Freilassung eines ehemaligen Stammkunden von Cassidy durchs Erfinden des Lord-Syndroms und besuche schließlich Stadtrat McClure. In erster Instanz befrage ich ihn natürlich nach dem dringend benötigten Geek, doch die Antworten sind so ernüchternd, wie es zu erwarten war. Ihr eigenes Geek wurde zur Errichtung von Bunkerstadt verbraucht und das zweite hatte sie nie erreicht, weil eine Lieferung mit der für Vault 13 verwechselt wurde. Eine Lieferung mit rund 100 Steuerchips übrigens. Wäre Verlass auf die Paketboten gewesen, hätten wir uns 2 Spiele sparen können. Trotz meiner Intelligenz versage ich offenbar beim Part der höheren Mathematik im Bürgertest und muss mich mit dem Tagesausweis begnügen, der mich jeden Abend wieder vor die Tür setzt. Erschwerend hinzu kommt, dass ich den Bunker von Bunkerstadt betreten muss, um über die dortigen Computer die Lage von Vault 13 herauszubekommen, was dummerweise nur echten Bürgern gestattet ist. Jedenfalls kann ich McClure überzeugen, mir das nötige Ersatzteil zu überlassen und dann auch noch den Ghoul Festus in Geckos Kraftwerk überreden, es in den Reaktor einzubauen, um ihn zu reparieren. Das bringt mich auf Level 10 und McClure überlässt mir doch tatsächlich waschechte Staatsbürgerschaftspapiere. Ich betrete also die inzwischen verlassene Vault, entdecke mit meinen Reparaturskills Energiezellen in einer klappernden Lüftung und finde dann den Zentralcomputer auf der untersten Ebene. Das UFO hier weckt Erinnerung. Doch selbst diesem High-End-Gerät liegen lediglich Informationen über seine eigene Vault und Bunker 15 weit im Süden vor. Für Festes lade ich noch einige Optimierungsdaten fürs Kraftwerk auf eine Festplatte, treibe bestmöglichen Handel mit meinem ganzen Kram und winke Bunkerstadt dann adieu. Nicht ahnend, dass ich nie wieder Einlass erhalten sollte. Auf dem Weg nach New Reno, das auf halbem Weg zu Vault 15 liegt, setze ich mich mit dem humaneren Zufallskämpfen auseinander und stehe mir dann bei der darauf folgenden Heilung so lange die Beine in den Bauch, bis ich wieder eine WhatsApp-Videobotschaft von Zombie-Schamane erhalte. Auserwähltes Wesen, das Dorf wird schwächer. Es wird schwerer, in deine Träume einzudringen. Dann lass es! Der Shit ist creepy! Zu diesem Zeitpunkt muss ich dann aber doch mal googeln, weil ich eigentlich der Auffassung war, dass eine der Verbesserungen zum Vorgänger das Entfernen der Deadline war, womit ich falsch liege. Es gibt immer noch ein Game Over nach einer vorgegebenen Zeit, diese wurde aber erheblich verlängert auf satte 13 Jahre. Angesichts der schnell verstreichenden Zeit im Spiel und meiner Heilungspausen kann ich das aber gar nicht einschätzen. Ich prüfe mal eben nach. Es ist 1 Jahr vergangen. Eines! Stress mal nicht so oder ich block deine Nummer, Alter. Wir erreichen New Reno in der Abenddämmerung und bewundern das lebhafte Zusammentreffen von Damen käuflicher Zuneigung, Zuhältern, Dealern und Junkies. Im ersten Casino treffe ich auf den widerlichen Sohn des dort lebenden Mafia-Bosses, der versucht mich in die Kiste zu kriegen, im Austausch für eine Trainingsstunde am Messer, meiner primären Waffe. Auf keinen Fall würde ich das tun! Keine Ahnung, was diese Nachricht hier bedeuten soll. Auf Kosten deiner Würde bist du geschickter geworden mit Messern. Du möchtest auch unbedingt duschen. Im Obergeschoss treffe ich den Paten Mordino, der meine Arbeitsbereitschaft mit einem simplen Auftrag testet. Anstatt nur das Paket abzuliefern, durchsuche ich die Stelle sorgfältig und entdecke den gut bewachten Myron. Myron, Baby, Myron. Okay. Und warum sind plötzlich alle notgeil auf mich? Bin ich durch irgendwelche Pheromone gelaufen? Myron entpuppt sich als der Erfinder von Jet, der von den Mordinos für die Produktion mit Frauen und Geld bezahlt wird. Doch dem hochnäsigen Milchgesicht fehlt es an Respekt seitens der Mafiosi. Die meisten Mordinos können besser scheißen als denken, wenn du verstehst, was ich meine. Unerwarteterweise kann ich ihn rekrutieren und noch unerwarteterweise lassen die Wachen an der Tür uns einfach davon spazieren. Ohne ein Wort oder Kugelgefecht. Na, ist der Groschen endlich gefallen, Süße? Endlich auch gemerkt, dass ich der Einzige für dich bin. Ohne ein Wort habe ich gesagt.
Als nächstes darf ich für Mordino Geld in einem Erwachsenenfilmstudio eintreiben. Treiben. Doch als letzten Auftrag soll ich seinen Konkurrenten Salvatore kalt machen, der dummerweise von ziemlich gut bewachten Leibgarden beschützt wird. Ich versuche die direkte Konfrontation also mit einem schönen Trick zu umgehen, indem ich in Salvatores Zimmer eine gesundheitlich benötigte Sauerstoffflasche gegen eine Giftflasche austausche. Doch nichts passiert. Ein weiterer, nicht unbekannter Bug. Das stellen wir also erst einmal hinten an und besuchen das nächste Casino, wo ich Mrs. Bishop kennenlerne, die Frau des nächsten Mafiosi, die mich auf einen Drink nach oben in ihr Apartment einlädt. Und ehe ich mich versehe, wachen wir beide so auf. Von wegen, es ist nicht gerade berauschend, es ist nicht gerade der Hit. Siehst du, wie viel Kühlung die Lippen jetzt brauchen? Frau Bishop jedenfalls pennt in aller Seelenruhe ein, sodass ich in aller Seelenruhe das gesamte Penthouse leerräumen kann. Praktischerweise murmelt sie nämlich ihre Safe-Kombination im Schlaf. Mit meinen vollen Taschen zu entkommen hingegen ist nicht ganz so einfach, weil der einzige Weg nach unten durch das Zimmer mit ihrem Ehemann und seinen 3 Leibwächtern führt, denen ich natürlich mal wieder nicht gewachsen bin. Da ich mich vehement weigere, auf meine Nicht-die-Hit-Erfahrung, vor allem aber auch auf meinen ganzen tollen Loot zu verzichten, suche ich nach einer anderen Lösung, als einen früheren Spielstand zu laden. Und da es technisch wirklich keine großartige Weiterentwicklung zum Vorgänger gibt, funktioniert auch noch der alte Trick, mit dem ich auch durch eine ganze Mutantenbasis gekommen bin. Du musst nur im richtigen Rhythmus immer und immer wieder den Kampfbildschirm aktivieren. Das Looten auf der Etage darunter macht genauso viel Spaß wie im Penthouse selber. Doch als ich im Erdgeschoss ankomme, um meine Packesel zu beladen, muss ich schockiert feststellen, dass sie nirgendwo zu finden sind. Keine Ahnung, ob sie gemeinsam einen Lehrfilm im Studio drehen oder besoffen in einer Gasse versackt sind. Vielleicht wachen sie auch gerade in einem anderen Penthouse der Stadt auf. Fakt ist nur, sie sind weg. Und ich bin extremst darauf angewiesen, dass sie ein paar Kugeln für mich einstecken sowie austeilen. Der nächste weit verbreitete und allseits bekannte Bug. Der Mrs. Bishop Bug. Wird man von ihr ins Penthouse eingeladen und speziell wenn man dort oben speichert und lädt, verschwinden die Gefährten. Doch sie verschwinden nicht so wirklich und nicht so ganz, wie wir später noch zähneknirschend feststellen werden. Wütend über diese Entwicklung beginne ich eine Boxkarriere unter dem Management eines süßen Kleinwüchsigen und beobachte dabei, wie das verbal scheinbar etwas eingeschränkte Nummerngirl ihre Runden dreht. Runde 1, Runde 1, Runde 1. Ich erwarte von dem Bullen gehörig die Fresse poliert zu bekommen, aber am Ende gewinne ich durch K.O. und bin zufrieden. Im Waffenladen decke ich mich mit Magnum-Munition ein und kaufe auch für Cassidy ein paar Schrotpatronen, in der irrgläubigen Hoffnung, ihn und seine wundervolle Shotgun jemals wiederzusehen. Der Händler hat außerdem dieses großartige antike Journal aus dem Jahr 2026 im Angebot, das nicht nur als Terminplaner, sondern auch zum Rekapitulieren des Tages dient, zum Festhalten konsumierter und gekaufter Medien, zum Aufstellen von Monatszielen und anderen tollen Dingen. Ich mache das selber seit 2 Jahren und liebe es, dadurch in vielerlei Hinsicht deutlich bewusster zu leben. Doch nicht nur der Händler hat das im Angebot, sondern auch Amazon. Jeder Verkauf unterstützt den Kanal hier, Link in der Videobeschreibung. In einem anderen Laden finde ich dann den Luftfilter für die Mine in Broken Hills, die ich bereits völlig vergessen hatte, und mache mich dorthin auf, nachdem ich etwas Diebesgut an den Mann bringe. Den Luftfilter zu besorgen ist aber nur die halbe Miete, denn man muss ihn auch noch installieren, und zwar am hintersten Ende der Mine, die ja dummerweise voller tödlichem Gas ist. Der Supermutanten-Vorarbeiter empfiehlt mir einen Schutzanzug. So etwas gibt es im Spiel per se aber nicht, außer er meint eine Power Armor, die mir aber noch viele Stunden nicht über den Weg laufen soll. Also packe ich genug Stimpaks ein und renne los. Eine lange Reihe von mich verfolgenden Riesenameisen hinter mir herziehend. Die lassen dummerweise auch nicht von mir ab, sodass ich sie alle ganz alleine niederstechen muss, während ich mich ständig heile und sicherlich schon aussehe wie ein Stimpak Mad Eagle, bevor ich endlich die Filteranlage reparieren darf. Dieses Problem gelöst, löse ich auch gleich mein Einsamkeitsproblem, denn nun ist Supermutant Marcus bereit, mich zu begleiten. Yay! Nicht mehr Single! Denkt er sich bestimmt auch, wenn ich mir die gefundene Gummipuppe in seinem Haus so ansehe. Mehrfach macht sich das neue dynamische Duo auf den Weg gen Süden, bis es eine Route ohne Todeskrallen, 20 Wölfe oder andere abenteuerliche Begegnungen findet. Etwas traurig macht mich Marcus, der sich die ganze Zeit mit Ghoul Lenny unterhält, als wäre er noch bei uns. Die 2 hätten sich echt gemocht.
An der Location, die der Zentralcomputer uns für Vault 15 ausgespuckt hatte, finden wir eine ärmliche kleine Siedlung voller verschlossener Leute vor. Lediglich eine Frau öffnet sich uns gegenüber, weil sie ihre Tochter Chrissy vermisst. Unser Gespräch wird belauscht und als ich das Spitzohr verfolge, hält mich am Wald eine Wache namens Dahlia auf, die ich aber erweichen kann, da auch sie einst eine Tochter gehabt hatte. Im Wald treffe ich dann auf ein Mitglied der Khan-Bande, das mich unbeeindruckt herausfordert und zugibt, der Lauscher gewesen zu sein. Ebenso wie er offenlegt, Chrissy im Hinterraum gefangen zu halten, um Spaß mit ihr zu haben. Meiner Wortgewandtheit hat er allerdings nichts entgegenzusetzen, sodass er von einem Kampf absieht und mir sogar den Schlüssel für die Zelle überlässt und ich das Mädchen retten kann, das ich mit gezielten Eiertritten bisher behaupten konnte. So die Siedlung nun auf meiner Seite, übergibt der Bürgermeister mir eine Schlüsselkarte, die die Vault-Tür im Felsen öffnet und mich einlässt. Vor den anderen Khan-Dumpfbacken gebe ich mich als neues Mitglied Pat aus und streife unbekümmert durch den Bunker, bis ich am Bibliothekscomputer den Standort von Vault 13 ausfindig mache. Ich versuche auch mit Khan-Anführer Darien ins Gespräch zu kommen, da der laut seinem Arzt aber vollkommen verrückt ist, muss ich die Idee schnell wieder verwerfen. Der nächste Stopp ist die NKR, die von außen fast noch einladender aussieht als Bunkerstadt. Im dunklen Hinterzimmer einer schmierigen Bar finde ich doch tatsächlich jemanden, der mir für meinen unsichtbaren, nicht mehr existierenden Begleiter Myron $1000 geben möchte, worauf ich sofort einschlage. Egal ob mit oder ohne ausgerüsteter Waffe, will man mich nicht durch die Barriere lassen und da ich nicht weiß, ob das einfach nur die symbolische Grenze zum Spielgebiet des ersten Fallout sein soll, ziehe ich weiter. Und siehe da, welche wohlige Erinnerungen beim Anblick dieser Höhle aufkommen. Die Panzertür öffnet sich anstandslos, ich trete ein und laufe einer Todeskralle in die Arme, der gefährlichsten Kreatur des Ödlands. Überraschenderweise greift sie allerdings nicht an, sondern spricht zu mir. Gruta, der Name, sehr erfreut. Sie haben eine leere Vault vorgefunden und sind dort geblieben, haben Menschen im Umland gerettet und aufgenommen, selbst einen Mistkerl, der ihre Eier zerstören wollte, haben sie unter Hausarrest am Leben gelassen. Mein Favorit hier ist der alte, niedergeschlagene Kauz. Als ich 1 Jahr alt war, wurde ich auf der Veranda fallen gelassen. Als ich 2 war, hatte ich Lungenentzündung. Mit 3 hatte ich die Windpocken, mit 4 fiel ich die Treppe runter und brach mir 6 Rippen. Als ich 5 war, wurde mein Onkel geköpft. Als ich 6 war, schlugen mich meine Eltern mit einer Schaufel auf den Kopf. Mit 7 biss mir meine Ratte den rechten Zeigefinger ab. Als ich 8 war, wurde mein Hund von einem Traktor überfahren. Als ich 9 war... Das geht so weiter, bis er 18 war und ich ihn unterbrechen muss. Aber nicht, bevor ich noch erfahre, wie sich sein Vater die Augen mit einer Heugabel aussticht und sein Bruder die Hand an ein Wallaby verliert. Was ich nur zu gerne gesehen hätte. Auch treffe ich Dahlia wieder, die desertierte Khan-Wache vom Wald vor Vault 15, die es bis hierher geschafft hatte. Interessant wird aber das Gespräch mit dem vermummten Gelehrten, der die Geschichte der Todeskrallen parat hat, deren Intelligenz von Virusexperimenten der Enklave herrührt. Schon wieder diese Enklave. Und bei dem Virus handelt es sich wohl um eine Weiterentwicklung desselben Virus, bei dem der Meister im Vorgänger reine Menschen in Supermutanten verwandelt hatte. Immer nützlich, so jemand Kluges im Team zu haben. Möchtest du dich mir anschließen? Ich habe gerade einen anderen Begleiter verramscht und wieder Platz. Im Lagerraum muss ich ein Schloss nach dem anderen knacken, finde aber lauter tolles Zeug. Seines Waffen, Rüstung, Munition, den Steuerchip, nach dem man in Fallout 1 die ganze Zeit sucht, ominöse Navcom-Teile, ein Geek... Moment, was? Hier? Einfach so? Das liegt hier einfach so gemütlich im Schrank herum. Etwas baff untersuche ich noch den defekten Computer, dem ein Stimmerkennungsmodul fehlt, und ziehe dann weiter. Mein Job ist erfüllt, das Geek ist gefunden. Ich beschließe, die Sightseeing-Route nach Hause zu nehmen, und was für eine Sight es vor allem ist, wenn mein neuer Begleiter im Kampf seine Kutte abstreift und sich als Albino-Todeskralle entpuppt, die mit ihren Krallen wirklich ordentlich austeilt. Ich bin sehr zufrieden mit meinem neuen Team. Auch die Militärbasis, über die ich weiter westlich stolpere, ist mir noch gut in Erinnerung. Mit einem gefundenen Metallrohr und ein paar Stangen Dynamit kann ich die Lore so präparieren, dass sie den Eingang zur verschütteten Basis freisprengt. Das Betreten jedoch sprengt jedes Mal mein Spiel, weshalb ich auch hier einfach nur die Erfahrungspunkte mitnehme und erst wieder im waschechten San Francisco Halt mache. Die Stadt wird überwiegend von den Shi bevölkert, Chinesen, deren Vorfahren nach dem Krieg mit einem Atom-U-Boot hier angelegt hatten und von einem Kaiser regiert werden, der sich nicht zeigen möchte. Auch die Brotherhood of Steel hat hier einen Stützpunkt und genau wie in Den erkennt man mich sofort, ist dieses Mal aber gesprächiger.
Der Mann erzählt mir, wie die Enklave vor einigen Monaten auftauchte und die Bruderschaft damit überraschte, noch fortschrittlichere Technologie zu haben als sie selbst. Laut ihm ist die Enklave der Strippenzieher hinter dem Handel mit Jet, Waffen und Sklaven im Ödland und durch ihre Vertibirds sind sie quasi unantastbar. Und der Kerl hat doch allen Ernstes die Nerven, mich darum anzuhauen, ihm die Baupläne für das Fluggerät zu besorgen aus einer militärischen Enklavebasis im Norden. Ohne Unterstützung, nicht einmal mit Hilfsmitteln. Die Shi kommen übrigens auf denselben Trichter. Interessanterweise haben sich aus Scientology, die Hubologen in San Francisco niedergelassen, die mich freundlich als Felgenfleisch bezeichnen. Sie basteln an einer Rakete. Hab gar nicht gemerkt, dass sie das auf der Golden Gate Bridge tun, um für den Tag gewappnet zu sein, an dem ihr Alien-Vater sie nach Hause ruft. Ihre Gesichter für die Öffentlichkeitsarbeit sind die beiden erwachsenen Filmschauspieler Vicky Goldman und Juan Cruz. Goldman und Cruz. Ich hoffe, der Meisterstreich ist angekommen. Ich schließe mich den Spinnern an, überraschenderweise ohne dafür bezahlen zu müssen, aber auch nur, weil sie einen Forscher beschäftigen, der Powerrüstungen verstärken kann. Im Hafen liegt ein rostiger alter Tanker vor Anker, den zahlreiche Künstler und Freigeister als eigenen Stadtteil bewohnen. Wie der Typ hier, der im Suff seine Milz verkauft hat und sich jetzt um Entzündungen sorgt. Ich hacke einen Computer der Shi und leite schon mal Treibstoff in das Schiff, um als ersten Schritt den Kahn wieder fahrtauglich zu bekommen. Weil es von San Francisco wirklich direkt auf dem Weg liegt, beschließe ich zumindest mal einen Blick auf den Enklave-Stützpunkt in Navarro zu werfen. Es ist ein langer, mühsamer Weg entlang der Küste, aber Marcus und Goris schlagen sich ganz gut, soweit ich das von hier hinten beurteilen kann. Und sofern wir nicht gerade auf eine Enklave-Patrouille mit Powerrüstung und Laserwaffen treffen. Navarro selbst scheint nur eine unscheinbare Tankstelle zu sein. Wäre da nicht dieser unendlich verdächtige Typ in seiner lilafarbenen Kutte, der mich von seinem Privatgrundstück haben möchte? Wie der Typ von der Bruderschaft mir aber vorgeschlagen hat, melde ich mich als neuer Rekrut an und werde durchgelassen, um hinter dem minenbesetzten Wald die tatsächliche Militärbasis zu entdecken. Meine Begleiter erhalten keinen Einlass, also lasse ich sie vor dem Tor stehen, damit sie in Reichweite sind, wenn ich meinen gefundenen Loot bei ihnen abladen muss. Du bist also die neue Vertretung. Du bist nicht in Uniform, Soldat. Wo ist deine Kampfausrüstung? Geh schnell rüber ins Waffenlager und hol dir deine Ausrüstung. Wegtreten! Waffenlager? Seht ihr Jungs? Hab's euch ja gesagt. Sortiert schon mal euer Inventar. Spätestens mit angelegter Powerrüstung ist die Höhle des Löwen hier gefühlt der ungefährlichste Ort im gesamten Ödland. Das Schlimmste, das einem hier passieren kann, ist, dass dein vermeintlicher Vorgesetzter dich nicht an deiner zugeteilten Position entdeckt, sondern woanders und dich dafür anschreit. Stattdessen loote ich wie blöde, mach den Wissenschaftler kalt, der für die Todeskrallenexperimente verantwortlich ist, nachdem er mir leichtsinnig erzählt, dass sein Labor schalldicht ist, befreie eine weitere intelligente Todeskralle, gebe mich als Putzkraft aus, um das Büro des Kommandanten durchsuchen zu können und hetze zwei Mechaniker gegeneinander auf, um ungestört an die Vertibird-Pläne heranzukommen. Nun ist es aber wirklich Zeit, heimzukehren. Nach Hause, nach Arroyo. Auserwähltes Wesen, die Schatten der Dunkelheit haben uns vor dir erreicht. Dunkle Seelen kamen, sie nahmen alle mit. In Essenz und seinen eigenen mystischen Worten erzählt mein fleischgewordener WhatsApp-Buddy hier, dass die Enklave mit ihren Vertibirds kam, die Stammeskrieger mit Flammenwerfern erledigt und den Rest entführt hat. Sie planen an einem Ort namens Navarro zu rasten und dann das große Becken der Tränen unserer Mutter Erde zu überqueren. Na gut, dass ich schon mal angefangen habe, das Schiff wieder flott zu machen. Wer hätte auch erwartet, dass hier schon der Abspann rollt? Ich mache noch Halt in Klamath, der alten Zeiten wegen, und stelle fest, dass ich Sulik mit seinem Großvater im Riechkolben als weiteren Gefährten rekrutieren kann. Mit dem in der Militärbasis gefundenen Superhammer ist er sogar echt zu gebrauchen. In Dan will Smitty mir auch mit genug Geld das Auto nicht zusammensetzen und inzwischen habe ich auch die Schnauze voll und lauf einfach weiter. Zum Beispiel zu Lara, deren Mission ich nun tatkräftig unterstützen kann, bevor ich auch problemlos Metzger und seine Bande auslösche. Fühlt sich an wie Level 2 und unbewaffnet. Und siehe da, Vic will sich mir ebenfalls anschließen. Wenn ich allerdings nichts reparieren muss, ist er vollkommen nutzlos.
Auch in Bunkerstadt möchte ich noch das Unerledigte abschließen, aber hier werde ich wohl nie wieder hineinkommen. Und dank dem Rattengott, dass ich es auch nicht mehr zwingen muss. Die Wache am Tor weist mich darauf hin, dass Mutanten in Bunkerstadt verboten sind. Und auch als ich Marcus und Goris zum Warten verdonnere, ändert sich nichts an dieser Aussage. Es kann wohl vorkommen, dass ich als Mutant abgestempelt werde, weil mir durch meinen Spaziergang in den toxischen Höhlen ein 11. Zeh gewachsen ist. Also lasse ich den beim örtlichen Arzt entfernen, aber auch das zeigt keine Wirkung. Entsprechend ist die einzige Erklärung, dass sich Ghoul Lenny nach wie vor in meiner Party befindet, da Marcus ja auch noch regelmäßig mit ihm spricht und mir den Einlass versperrt, ohne dass ich die Möglichkeit habe, ihn rauszukicken. Wow, Spiel. Respekt. Ebenso für diese großartige Zufallsbegegnung auf dem Weg nach New Reno. Stopp! Wer die Todesbrücke beschreiten will, muss erst antworten der Fragen 3, bevor ich gebe den Weg ihm frei. Stopp! Der über die Brücke des Todes will gehen, der muss 3-mal Rede und Antwort stehen. Dann schieß los, Brückenwächter, ich hab keine Angst. Stellt eure Fragen, Wächter der Brücke, ich fürchte mich nicht. Wie ist dein Name? Wie lautet dein Name? Lord aus Arroyo. Mein Name ist Sir Lancelot von Camelot. Was ist dein Anliegen? Welches ist dein Auftrag? Ein Weg zu finden, wie ich mein Dorf retten kann. Die Suche nach dem Heiligen Gral. Hier hätte ich das heilige Geek zu suchen nehmen sollen, scheinbar. Was sind die Mindestanforderungen für den Bonus Taschenkünstler? Welches ist die Höchstgeschwindigkeit einer unbeladenen Schwalbe? Was meinst du? Die Statistik oder Levelanforderung? Was meint ihr? Eine europäische oder eine afrikanische Schwalbe? Absolutes Gold an Easter Egg. Und getroffen für 990 Trefferpunkte. Es gibt übrigens noch weitere Zufallsbegegnungen basierend auf die Ritter der Kokosnuss, ebenso wie Star Trek oder Per Anhalter durch die Galaxis. Ich mache noch einmal den Akt mit Mrs. Bishop, weil das die verschwundenen Gefährten tatsächlich zurückbringen soll, wie auch immer das in der Rüstung vonstatten gegangen ist. Mit einem anderen Dialog schalte ich aber ein verstecktes Fach im Safe frei, das mir Zugang zur Pip-Boy-Power-Funktion Sprache gewährt. Das bringt nicht nur 500 XP. Wahrlich, ein veritables Füllhorn linguistischen Wissens hat mein Kranium infiltriert. Und mit meiner Powerrüstung kann keine Kugel mich perforieren, weshalb ich es nahezu unbeschadet die Treppe hinunter schaffe. Und siehe da, sie sind alle hier, sogar Myron, den ich verkauft habe. Ich könnte ihn nochmal verkaufen. Dummerweise ist nun eben das gesamte Gebäude gegen mich und es würde ewig dauern, hier rauszukommen. Geschweige denn, dass Cassidy und Co. das Ganze überleben. Also versuche ich es noch einmal mit dem altbekannten Trick und siehe da, alle wieder weg. Küsst mir das Stimpack Bunkerstadt. Hoffentlich geht euer blödes Tor überhaupt nicht mehr auf und ihr verhungert alle da drin. Zurück in San Francisco übergebe ich der Brotherhood of Steel die Vertibird Blaupausen und holy Macaroni kriege ich dafür Erfahrungspunkte. Deutlich geiler als der Kram, der sich in der popligen Basis finden lässt, zu der ich jetzt Zugang erhalte. Nun geht's aber ans Eingemachte, weil ich den Navigationscomputer des Frachtschiffs aktivieren muss, wofür es unter Deck geht. Den wahrscheinlich schlimmsten und gefährlichsten Ort im Spiel. Hier treiben sich zähe Aliens herum, Zentauren, Floater und in was für einer Anzahl. Ihre Leichen türmen sich aber fast alle auf derselben Stelle auf. Ausgerüstet mit dem energiezellenbetriebenen Ripper bin ich sogar eine Hilfe im Kampf. Gefühlt zum ersten Mal seit Spielbeginn. Definitiv eine größere Hilfe als Gabelstapelfahrer Klaus, der genau so im Weg parkt, dass ich außen rumlaufen muss. Mit Hilfe des Tanker SHS, das ich in Navarro aus dem Kommandantenbüro habe mitgehen lassen, verschaffe ich mir Zutritt zu dieser Treppe und dem Navigationscomputer, den ich mit den Teilen aus der Vault ausstatte. Jetzt gilt nur noch zu klären, was das für eine komische Truller hier ist, die mit all den Monstern regungslos in der Ecke herumsteht. Scheinbar ist es Susi und sie hat sich verlaufen. Gut, dass wir das geklärt haben. Zusammen mit dem Kapitän, einem desertierten Enklave-Soldaten, machen wir uns also auf die Fahrt zur Bohrinsel, auf der die Mistkerle ihr Hauptquartier haben.
Genau wie in Navarro ist es auch hier vollkommen sicher, in meiner Rüstung durch die Gänge zu rennen, solange ich nur meine Begleiter im Eingangsbereich warten lasse, auch wenn die ganzen Geschütze um sie herum mir ein mulmiges Gefühl geben. Auch hier gibt's wieder herrliches Zeug zum Looten, aber nun kann ich das ganze Zeug halt auch nicht mehr gebrauchen, also was soll's. Tiefer in der Bohrinsel entdecke ich den Gefängnistrakt und somit auch meine verbliebenen Stammesmitglieder, ebenso wie die verschwundenen Bewohner von Vault 13. Scheinbar experimentiert man auch an ihnen mit einem Virus herum. Die Stammesälteste beschreibt die Wirkung, die sie beobachten musste. Dann bilden sich Blasen auf der Haut, so als ob Maden darunter wären. Geschwüre entstehen und platzen auf. Blut läuft dir aus den Ohren, die Zunge schwillt an. Um die Enklave aufzuhalten, muss ich in die tiefste Ebene hinunter, wobei sich mir dummerweise dieser extrem unnötige und nervige Part in den Weg stellt. Ein Fallenrätsel. Der Boden wird in regelmäßigen Intervallen mit Elektroschocks befeuert, die Schaden verursachen. Du musst mit Hilfe der neuen Computer die Türen so öffnen, dass du zum gegenüberliegenden Ende durchkommst. Kein wirkliches Rätsel, sondern einfach nur eine Trial-and-Error-Schikane mit Zeitdruck. Danach sind wir aber endlich auf der zentralen Ebene der Einrichtung und verwickeln Oberleutnant Dr. Charles Curling in ein Gespräch, der den ganzen finsteren Plan der Enklave aufdeckt. Sie wollen die Welt mit ihrem Virus von mutierten Menschen befreien. Nicht nur Ghule und Supermutanten, sondern auch ganz normale Menschen, deren DNA sich aufgrund der Strahlung im Ödland verändert hatte. Um nach der Säuberung aufs Festland zurückzukehren und mit der Wiederbevölkerung einer reinen Menschheitsrasse zu beginnen. Dem spaßigen Part also. Möglich macht das der FEV-Virus, den eine Patrouille in der eingestürzten Militärbasis entdeckt hatte und den man bei der Enklave weiterentwickelte. Auch wenn dem Psychopathen kein Preis zu hoch ist für das Überleben der eigenen Art, so kann ich ihn davon überzeugen, dass Mutanten genauso gut nur eine andere Art von Menschen sein könnten. Das macht ihn nachdenklich. Und schließlich fällt ihm die fehlende Ethik seiner Forschung auf. Dieser Part ist etwas einfach abgelaufen, aber dem geschenkten Gaul und so. Mit einem Schlag geht er zum nächsten Extrem über und beschließt, die Enklave vollkommen zu vernichten. Er entlässt das Gift in die Luftaufbereitungsanlage, während ich und die Gefängniszellen mit dem Gegengift versorgt werden. Das lässt mir noch genug Zeit, dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika meine Aufwartung zu machen, der die Geschichte des Doktors essentiell wiederholt und stellenweise etwas ausschmückt. Da ist es deutlich amüsanter, sich noch mit dem durchgeknallten Vizepräsidenten zu unterhalten, der auf den Mars umziehen möchte. In den nächsten Minuten höre und sehe ich zu, wie überall in der Anlage die Menschen krepieren. Leider nicht die gefährlichen in den Powerrüstungen. Während ich versuche, den Präsidenten kalt zu machen, ohne seine Leibgarde zu alarmieren. Doch irgendwie kriege ich den Sprengstoff nicht in sein Inventar und eigentlich brauche ich den ohnehin noch. Also muss ich ihn effektiv mit 9 Super Stimpaks injizieren, die ihn innerhalb von 10 Minuten dahin raffen. Muss man wissen. Seine Zugangskarte wird mir noch von großem Nutzen sein. Jetzt gilt es nur noch, die Stromversorgung zu zerstören und damit die Gefängniszellen zu öffnen. Besonders schön, wie kollektiv alle sterben, wenn man eine neue Etage betritt. Alles ist zerstört, wenn man dem Text glauben darf. Die nun offene Nottreppe nutzend, kehre ich zurück in den Eingangsbereich und wundere mich ein wenig, dass die ganzen Soldaten die Füße stillhalten, obwohl es nur noch rund 9 Minuten zum Evakuieren sind, vor der völligen Reaktor-Kernschmelze! Im Eingangsbereich dummerweise wartet eine massive Erscheinung, die ich bereits zu Beginn meines Abenteuers im Ödland gesehen hatte und die sich jetzt als Frank Horrigan vorstellt. Ein Gegner, mit dem ich nichts zu tun haben möchte. Also überrede ich die wartenden Enklave-Soldaten, sich mir anzuschließen und schleiche mich an der Wand entlang, um mit Hilfe der Zugangskarte des Präsidenten die Geschütze auf Horrigan auszurichten. Jetzt rächt sich die Positionierung meiner Kameraden, denn Marcus steht genau in der Schusslinie und wird gnadenlos niedergemäht. Sorry, alter Freund, ich habe deine Gespräche mit dem imaginären Lenny sehr genossen. Im Gegensatz zu ausgerechnet Vic hier, halte ich mich vollkommen aus dem Kampfgeschehen raus, da ansonsten das hier passiert. Ansonsten dauert es nur wenige Minuten, bis die Geschütze Horrigan gänzlich zerlegen und aus unerfindlichen Gründen direkt im Anschluss auch meine restlichen Gefährten. Mit Ausnahme von Sulik, der mir hinterhergelaufen ist und verschont bleibt. Vielleicht hat ihn auch Großvaters Knochen im Riechapparat gerettet, man weiß es nicht. Horrigan schaut, unverletzt. Na, weiß ja nicht.
Vor allem nach seinen unbeeindruckenden letzten Worten kriege ich endlich die Gewalt, die ich zu Spielbeginn hochgeschraubt habe, als ihm der Kopf von der Rübe platzt. Ich schaue mir noch an, welche Schätze meiner toten Freunde ich mitnehmen sollte, aber andererseits war das jetzt auch egal. Ein Abenteuer ohne Marcus und Goris? Ohne Cassidy? Was sollte das schon für ein Abenteuer sein? Nein, unter diesen Umständen war es wohl Zeit, sich zur Ruhe zu setzen. Es folgt eine klassische Was passierte dann Aufzählung, die davon berichtet, wie die Arroyo-Siedler und die Vault 13 Bewohner sich zusammenschließen und unter meiner Führung mit Hilfe des Geek eine florierende Stadt aufbauen. Wie MODOK durch die Kooperation mit den Schlacken zur Landwirtschaftsmetropole wird, wie Metzgers Tod die Sklaverei beendet, wie die NKR sich Bunkerstadt mit ihrem dämlichen Tor einverleibt, wie die Mordino-Familie ihren Einfluss mit Jet weiter ausbreitet, Myron von einem Jet-Abhängigen erstochen wird, die Gecko-Ghule vom Bunkerstadt versklavt und die Minen von Redding sowie Broken Hills ausgebeutet werden, während die Shi zu einer Großmacht erwachsen. Gerade im Vergleich zum Vorgänger ist es der absolute Wahnsinn, wie breit gefächert die Geschichte von Fallout 2 ist, wie viele Parteien es gibt und auf wie vielfältige Art man ihr Schicksal beeinflussen und sie miteinander verknüpfen kann. So viele Bereiche, die ich allenfalls angerissen oder überhaupt nicht erlebt habe. So viele Alternativen, die ich hätte gehen können und die sich auch wirklich wie Alternativen über eine sehr lange Strecke angefühlt, das Ende tatsächlich abgewandelt hätten. Ein Konstrukt, das man in heutigen Rollenspielen gerne vermisst, die einem Entscheidungen häufig nur vorgaukeln, ohne dass es sie wirklich gibt. Aber ein derartiges Konstrukt, gerade in der Kürze seiner Entstehungszeit, bringt natürlich auch seine Probleme mit sich. Und die sind in Fallout 2 echt bitter. Klar gibt's inzwischen für alles Mods und unter dem Fallout 1 Video habt ihr mir auch schon einige wärmstens empfohlen, aber in der Regel geht's hier auf dem Kanal und mir persönlich auch darum, das Spiel von damals zu spielen und die Faszination dafür verstehen zu können, ebenso wie die Kritik daran. Und so sehr Bugs für mich üblicherweise zur Belustigung dienen, so sehr haben sie hier oftmals den Spielspaß gebrochen. Wenn ich den einfachen Lösungsweg verschmäht habe, weil ein anderer cooler klingt, dann dummerweise aber überhaupt nicht funktioniert. Wenn eine vollkommen irrelevante Szene mich meiner Begleiter beraubt, auf die ich angewiesen bin. Und laut Abspann haben wir sogar bereits einige Verbesserungen inkludiert, da meine Spielversion auf S-Fall 3.2a basiert, was zugegebenermaßen etwas eingestaubt ist, da vor 2 Monaten Version 4.4.8.7 erschienen ist. Auch nicht besser macht es, dass so viele ätzende Elemente aus dem Vorgänger übernommen wurden. Sei es das Balancing, wenn man auf Nahkampf setzt, oder viele Missionen und Begegnungen allgemein. Dass die Spielfigur nicht reagiert, wenn man sie zu einem zu weit entfernten Feld schickt. Dass man fremde Kampfhandlungen nicht unterbrechen kann, um zum Beispiel neu zu laden. Es gibt immer noch keine Anzeige oder auch nur Informationen, welche Munition zu welcher Waffe passt. Und nachgeladen wird weiterhin umständlich manuell. Die Begleiter haben keine Lebensanzeige. Vor allem nervt aber das Kämpfen, eines der größten Elemente des Spiels. Meistens wird man mit Gegnern zugeworfen und wenn man dann selbst noch 4 Begleiter mitbringt, wartet man jedes Mal ewig, bis man eine poplige Aktion ausführen kann. Mit viel Glück 2, von denen mindestens eine daneben geht. Dennoch liegen zwischen Fallout 1 und 2 Welten. Die aufpolierte, leistungsfähigere Engine mit den größeren und vor allem belebteren Städten ist Gold wert. Die Vielzahl an Möglichkeiten schlichtweg genial und speziell die macht es absolut nachvollziehbar, warum viele Fans das Spiel regelmäßig aufs Neue durchspielen. Allein wenn ich mir die Liste der zu findenden Ortschaften und der Special Encounters ansehe, gibt es noch so viel zu entdecken. Du kannst hier meinen deutlich kürzeren Spieldurchlauf von Fallout 1 entdecken oder hier die Geschichte von Fallout 1 Creator Tim Kaine und seinen treuesten Mitarbeitern, die die Entwicklung von Fallout 2 verließen, um ihr eigenes Studio zu gründen. Vielen Dank an alle meine Kanalmitglieder, ohne die so ein Video in dieser Form nicht möglich wäre.